Guten Morgen zu Lutz Stortl in Budapest. Lutz, erstmals seit Jahren hat Orbán bei den Wahlen wieder einen ernsthaften Gegner. Wie lange kann sich denn Orbán noch behaupten? Nun, es ist die Europawahl, die nächsten Parlamentswahlen, die finden in 2 Jahren statt. Und dort hat er tatsächlich, ihr habt es gesagt, jetzt einen ernstzunehmenden Widersacher, der wirklich aus dem Nichts gekommen ist. Peter Magyar, der hat im Februar einen Korruptionsskandal öffentlich gemacht und seitdem laufen ihm die Wähler tatsächlich zu. Also wir müssen uns überlegen, im Februar kannte den in Ungarn im Grunde keiner. Er war 15 Jahre Mitglied der Fidesz-Partei, er kommt also aus dem Orbán-Lager. Und das macht das Ganze auch noch so verrückt. Normalerweise denkt man dann bei Opposition, wenn ich also Orbán als rechtskonservativ habe, dann gibt es eine Opposition, die ist irgendwie linksgrün oder irgendwas. Nein, er will im Grunde die gleiche Politik machen, nur mit völlig anderen Rahmenbedingungen. Er will die Korruption beenden. Er will auch, und das ist sein Ziel, zum Beispiel Amtszeiten begrenzen. Viktor Orbán ist jetzt seit 14 Jahren an der Macht. Er sagt also, 8 Jahre danach muss Schluss sein. Außenpolitisch bleibt er auf dem Orbán-Kurs. Also er sagt auch, keine Unterstützung, Waffen für die Ukraine. Das ist dasselbe, was Orbán sagt. Bei dem geht es ja noch weiter. Er würde ja gerne mit den Italienern und den Franzosen zusammen koalieren im Europäischen Parlament. Aber die sind ja nun wegen seiner Ukraine-Position nicht gerade für Ungarn eingestellt. Orbán sagt, das macht alles nichts. Trump gewinnt die Wahlen im Herbst und dann ändert sich die gesamte NATO-Mitgliedschaft. Dort wird alles überdacht werden. Ja, und nun muss aber Peter Magyar überlegen, wie will er durchhalten? Also er hat, das ist die erste Frage, nicht diesen finanziellen Background, wie ihn Orbán hat. Da gibt es einen Haufen Industrielle, die sind alle dem Fidesz-Lager zugehörig. Wo kriegt er das Geld her? Das Parlament hat gerade noch beschlossen, dass es also verboten ist, sich vom Ausland finanzieren zu lassen, dass also kein Geld von außen jetzt in seine TISA-Partei fließen kann. Das wird schwierig, da 2 Jahre durchzuhalten. Und genauso offen ist auch noch, wie er sich dann innenpolitisch genau positionieren will. Also da ist vieles noch sehr vage. Es gibt auch mit seiner Person durchaus ein paar Punkte, wo man sagen muss, oh, das ist ein bisschen schwierig. Warum ist man 15 Jahre bei Fidesz und merkt danach dann, dass das eine korrupte Partei ist? Aber er sagt eben, es gibt kein so korruptes Land wie Ungarn. Und mit diesen Thesen hat er also auch Fidesz-Wähler gewonnen, hat eben 31% aus dem Stand geholt. Das ist ein politisches Erdbeben, was wir hier in Ungarn erlebt haben. Lutz Stortl, danke nach Budapest.